Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ich habe euch ja gestern gezeigt, dass der Derafin hier auf S31 mit dem Nekromanten auf Langzeit durchziehen will. Es gibt aber tatsächlich noch mehr Nekromanten auf dem Server, die hier seit dem Start des, Nekromanten, jetzt habe ich schon dreimal gesagt, gestartet haben, und hier auf S31 und auch überall anders. Und tatsächlich gibt es schon welche, die schon fast Stufe 300 sind und heute am 5. Tag des Releases eventuell Stufe 300 erreichen können. Und ihr habt mich in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht. Ich hatte es gar nicht richtig mitbekommen, aber in der Gilde, wo auch der Derafin seinen Aufholer spielt, da spielt auch jemand namens Necrovex und der ist Stufe 285 mit dem Nekromanten. Spielte seit dem 7.11., also jetzt heute der 5. Tag. Und wir haben es jetzt gerade, wo ich jetzt das Video aufnehme, 6:29 Uhr. Ja, ich komme gerade aus der Nachtschicht und habe mich hier gleich rangesetzt an das Video und hat heute noch den ganzen Tag auf jeden Fall Zeit, um Stufe 300 zu erreichen. Mal gucken, ob er das auch wird. Und jetzt, wo wir auch die schöne Statistikseite haben im Webshop, kann man auch nachschauen und sich vergewissern, ey, wievielte höchste bin ich denn gerade in meiner Klasse, so, ne? Weil 285 ist natürlich jetzt 4 Tage, also ne, ich denke mal, den Push auf 285 hat er am 4. Tag gestern gemacht, ist natürlich schon erstmal nicht schlecht, ne? Und das Schöne ist halt, wie gesagt, wir können einfach hier in den Webshop reingehen und uns mal vergewissern, wie viel höchste Nekromant er gerade ist. Da gehen wir auf die Statistiken. Und ich weiß allerdings nicht, wie schnell und wie oft das Ganze hier aktualisiert wird. Ich gehe mal von aus, einmal pro Tag vielleicht. Ich weiß aber auch nicht genau wann. Ne? Und dann filtern wir einfach mal nach Nekromanten. Hier könnt ihr auch, falls ihr Aufholer spielt und euch das interessiert, wo ihr gerade steht vom Level her weltweit, könnt ihr das sehr gerne auch mal ausprobieren. Der Nekromant wurde hier hinzugefügt zu den Klassen. Und wenn wir jetzt mal hier drauf gehen, dann sehen wir, aha, der Necrovex von S31 ist momentan gerade der levelhöchste Nekromant im ganzen Spiel. Gefolgt von Waldemar Meister, 10 Level darunter, auf dem Server S33 in der Gilde Slicer. Und das kann man sich jetzt hier alles schön säuberlich sortieren, ne? Nach Attributen kann man hier natürlich auch das Ganze einstellen, aber jetzt zu dem Zeitpunkt finde ich persönlich gerade interessanter auf jeden Fall die Stufe, und deswegen steht auf jeden Fall fest, der Necrovex ist hier momentan gerade der levelhöchste Nekromant in ganz Shakes and Fidgets, ne? Und wir haben hier tatsächlich ein paar Leute, die auch S31 spielen. Hier haben wir unter anderem den Derafin. Und wir hatten auch ein paar noch gehabt, ich weiß jetzt nicht. Hier, der Tim hat auch gestartet, ja, Grüße gehen raus, auch auf S31 durchgestartet. Ne? Kann man natürlich auch servermäßig gucken, also wenn wir jetzt gucken wollen mal auf S31, wie viele Leute da jetzt gestartet haben mit dem Nekromanten, dann nehmen wir einfach nochmal zum Filter das hier dazu und sehen dann, aha, hier, das sind alles die Nekros von S31, ne? Sehen wir hier. Sehr schön, also es sind einige Aufholer, ne? Vor allem, ja gut, ich würde sagen 4 Leute, die vielleicht Free-to-Play nicht unbedingt sind. Bei Tim könnte es noch sein, aber auch schwierig. Ich denke mal, das sind zumindest die Starterpakete am Start. Aber hier, das könnten gut und gerne auch Free-to-Play Necros sein, die hier auf S31 auch durchziehen wollen, ne? Ja, kann man sich jetzt alles immer so schön sortieren. Wir gucken nochmal ganz kurz in die Statistik rein. So sieht das Ganze hier gerade aus, ne? Hier sieht man auch den Start vom Necrovex hier am 7.11. Hier wird jetzt 8.11. angezeigt, aber ich denke mal, das ist dann erst der Tag, der nach der Erstellung dann gilt, und hatte hier dann auch gleich sofort einen richtig schönen Push hingelegt. Hier könnte man sogar, wenn das einigermaßen geht, hier
wenn das ein bisschen genauer vielleicht auch zu begutachten ist, kann man das hier vielleicht auch so zur Seite scrollen. Dann könnte man jetzt gucken, an welchem Tag er jetzt auf die Stufe gekommen ist. Schwierig zu sehen. Also wir haben hier auf jeden Fall einen massiven Push. Also am 9.11., also war den 7. mit eingeschlossen, 8. und 9. Das ist dann der 3. Tag. Am 3. Tag war er schon bereits Stufe 250 und hier in Richtung 300 ging es dann jetzt so langsam, aber stetig dann die letzten paar Tage. Also sieht man auf jeden Fall auch ziemlich cool. Ne? Man könnte das noch ein bisschen detailreicher machen, indem man hier noch auf die Linien klicken kann und genau sieht, welches Level er hat. Das wäre vielleicht noch ein bisschen übersichtlicher, aber so oder so ist das auf jeden Fall schon echt ein cooles Feature. Und hier natürlich auch bei der Rangliste sieht man natürlich relativ weit unten gestartet und hat sich jetzt hier schon hochgearbeitet in die Top, ich weiß gar nicht, was das, Top 5000 oder so müsste das jetzt sein. Könnte jetzt so Richtung 4000 sein. Ja, ist er auch. Ne? Also da auf jeden Fall auch ein guter Progress. Also es sind auf jeden Fall einige hier am Start, die den Necro auch ausprobieren und testen wollen. Und so wie ich in der Charakterbeschreibung lese, wenn er sich hier Stufe 600 schon hingeschrieben hat, dann wahrscheinlich auch Langzeit. Aber der Kollege hat natürlich jetzt auch alle Voraussetzungen oder die besten Voraussetzungen und alle Mittel durch die ausgebaute Gilde, die man haben kann. Hat hier sehr gute Chancen, auch auf lange Sicht, wenn er auch Dungeon Pause und so durchzieht, wirklich der levelhöchste Nekromant in ganz Jackson Fidget auch zu bleiben. Ne? Muss er aber auch denn die Dungeon Pause durchziehen, ne? Wenn das so sein oder wenn das so bleiben soll. Ne? Dann wird er zwar eine Zeit lang vielleicht von anderen Leuten überholt, ist dann teilweise vielleicht nicht mehr auf Stufe 1, was das Level angeht, aber kommt dann natürlich hinten raus wieder ein bisschen krasser, wenn er denn die Dungeon Pause auflöst und so. Ne? Ja, das auf jeden Fall dazu, wollte ich euch mal zeigen. Geht auf jeden Fall ab hier auf dem Server, das kann man nicht anders sagen. Und wir haben es auch gerade, das Diwali-Event hier, ne? Oder dieses Glückstags-Event, wo wir halt hier 20 Mal würfeln können hier und 40 Mal drehen. Freitag, Samstag, Sonntag ist auf jeden Fall auch ganz cool. Bisher sind hält sich mein Erfolg bisher in Grenzen, sag ich mal so. Ne? Also was richtig krasses habe ich jetzt hier die Tage noch nicht gewürfelt. Aber wenn hier so dieses Epic-Event ist, beziehungsweise halt doppelt Kristalle, aber nee, hauptsächlich das Epic-Event beim Würfelspieler, dann ersetzt der Epic-Beutel halt das Gold und das ist halt für mich ziemlich kontraproduktiv, weil ich hauptsächlich eigentlich Gold haben möchte. Mit den Epics kann ich überhaupt nichts mehr anfangen. Klar, ist natürlich ein Free-Item, was man bekommt, so, ne? Aber kristalltechnisch, okay, gut. Ja, na gut, das hat sich jetzt schon gelohnt, dadurch, dass ich es direkt verkaufen konnte und das 5 Millionen gebracht hat, habe ich halt einen Skillpunkt bekommen, aber ansonsten ist mir das Gold natürlich deutlich lieber, sag ich mal, und abseits davon kann ich hier nichts weiter großartig gebrauchen, sowohl die Seelen, Holzsteine, alles nicht, das einzige Kristalle und Metalle auch nicht, ne? Da habe ich auch schon mehr als genug, um alles instant auf 20 zu verbessern. Aber das spare ich mir ja noch auf, bis ich Stufe 700 bin. Deswegen, feiere ich das Event immer nicht ganz so. Ne? Also, wenn es hier Gold gegeben hätte, anstatt die Epics, dann hätte sich das 20 Mal Würfeln auf jeden Fall ein bisschen mehr gelohnt. Ja, ansonsten, guck mal, kann ich irgendwas verkaufen hier? Sieht schlecht aus. Also Hüte werden heute gebraucht, kann ich leider nicht mit dienen. Ne? So, drehen wir noch die letzten paar Male und dann ist für mich auch heute hier Feierabend. Ja, sowohl in Shakes & Fidget als auch im Real Life. Ist beides heute hier Feierabend. So, ne? Werde ich nur noch das Video hier noch kurz zu Ende schnibbeln, raushauen und dann geht's auf jeden Fall für mich auch ab in die Koje.
Die Dailies machen wir noch mal ganz kurz fertig und dann sind wir hier auch durch für heute. So, das haben wir. Wollen wir ganz kurz gucken. Fehlt noch irgendwas? Nein, den Rest brauche ich nicht unbedingt. Jetzt gehen wir noch ein bisschen rein. Es geht stark auf die 400.000 zu. Freue ich mich sehr drauf. Ja, können wir auch noch mal ganz kurz gucken, wie so mein Ranking gerade... Nee, falscher Server. Beziehungsweise falscher Knopf. Wie so mein Ranking gerade aussieht. Statistiken. Und dann gehen wir mal auf dort. Hier hatte ich den Kysuel letztes Mal gesucht für das Video. Als hier die Statistiken rauskamen. Warte mal. Ja. Doch, nee. Ach so, okay. Wenn ich mich einloggen... Nee, warte mal. Warte mal. Jetzt sind wir falsch hier. Ich will erstmal alle haben, dann Rangliste und dann filtern wir mal nicht hier nach Name, weil sonst sind nur die Namen da. Nehmen wir mal nur die Magier weltweit und dann muss ich runterscrollen, weil ich jetzt gerade nicht eingeloggt bin mit meinem Main-Account. Ansonsten werde ich dann halt hier auch direkt angezeigt. Gucken, ob wir uns schon ein bisschen wieder hochgearbeitet haben. Oder wo wir stehen hier. Nee, warte mal. Irgendwo mussten wir jetzt hier sein. Sind wir ein bisschen weiter hoch schon? Ja, jetzt finde ich mich wieder nicht. Jetzt finde ich mich wieder nicht. Ich war, glaube ich... Ach nee, nicht nach Level, nach Hauptattribut. So, da wollte ich nachgehen. Sorry, ich bin schon ein bisschen verpeilt. Mal gucken, wo sind wir denn? Da wir ja stark gerade auf Intelligenz gehen. 163. Okay, ich glaube, dann haben wir uns so ungefähr gehalten. Vielleicht noch ein bisschen verschlechtert, ich weiß es gar nicht, was ich letztes Mal war. Aber großartig verschlechtert haben kann ich mich eigentlich nicht, weil, ja... Ich weiß auf jeden Fall, dass der Charlie noch letztes Mal vor uns war. Der Charlie ist jetzt aber auf 175. Wir sind auf 163. Müsst ihr nachschauen, wo ich letztes Mal gerade stand. Aber da ich ja momentan gerade auf mein Hauptattribut gehe, müsste ich eigentlich auch in der Rangliste ein bisschen aufsteigen. Aber das geht natürlich relativ langsam. Ich glaube, der war letztes Mal noch vor uns. Den haben wir jetzt überholt. Ja, der nächste wird wieder ein bisschen schwieriger. Da sind noch ein paar Skillpunkte dazwischen. Und die ganzen Kontrahenten, die schlafen hier natürlich auch nicht. Ne? Okay, ja, das wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Alles klar, das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.